Es braut sich etwas zusammen in der Wetterküche hoch oben am sächsischen Himmel. Ein Unwetter zieht heran. Der Wetterbericht warnt regional vor starken Niederschlägen. Zum Wetterbericht. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Sachsens vor schweren Regenfällen. Für Menschen, die in den betroffenen Regionen an Flüssen und Bächen leben, bedeutet diese Warnung erhöhte Aufmerksamkeit, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können. Ausgangspunkt der Niederschlagswarnungen ist unter anderem der Deutsche Wetterdienst in Leipzig. Wenn sich etwas am Himmel zusammenbraut, dann weiß man es hier viele Stunden im Voraus. Die Meteorologen arbeiten permanent daran, die Vorhersagezeiträume immer größer zu machen. Diesmal vermuten die Leipziger Meteorologen, dass eine 5B-Wetterlage erhebliche Niederschlagsmengen überm Erzgebirge ausschütten könnte und informieren schnellstmöglich das Landeshochwasserzentrum in Dresden. Wenn jetzt eine bedrohliche Wettersituation ist, eine Unwetterlage, dann verdichten sich natürlich die Informationen, dann kommen öfters hier Daten an und die werden ja benötigt, um einschätzen zu können, wo und wann es vielleicht wie viel regnet. Das ist das Problem des Deutschen Wetterdienstes, das möglichst genau einzuschätzen. Und diese Informationen werden ja benötigt, um dann für die entsprechenden Flussgebiete eine Prognose abgeben zu können, mit welchen Wasserständen und Durchflüssen das Wasser dann abfließt. Nun sind die Rechner an der Reihe. Aus den Regenmengen, die der Deutsche Wetterdienst übermittelt hat, werden Hochwasserszenarien. Der Hydrologe im Landeshochwasserzentrum sieht für das mittlere und östliche Erzgebirge erhebliche Gefahren und nach einer Expertensitzung entschließt man sich, die Bevölkerung zu warnen. Diese Warnungen werden über den eigenen Internetauftritt des Landeshochwasserzentrums verbreitet. Speziell in Sachsen werden direkt per SMS die Landratsämter, Städte und Gemeinden benachrichtigt. Auch übers Radio sowie über die Videotextseiten des MDR-Fernsehens wird gewarnt. Außerdem steht man im Ernstfall ständig für Anfragen von Journalisten bereit. Im Rathaus von Flöa bei Chemnitz ist die Warnung aus dem Landeshochwasserzentrum angekommen. Der Bürgermeister weiß, was nun zu tun ist. Flöa wurde in der Jahrhundertflut 2002 schwer zerstört. Nun heißt es, keine Zeit mehr verlieren, jede Minute zählt. Der Hochwasserkoffer mit sämtlichen Zugangsschlüsseln und wichtigen Unterlagen ist von nun an immer mit dabei. Wir sind erstmal froh, dass in Sachsen so ein System installiert worden ist und dass wir also rechtzeitig gewarnt werden. Wie immer, wenn mindestens die Hochwasserwarnstufe 2 ausgerufen wird, arbeitet die Freiwillige Feuerwehr Flöa ihren Alarmplan ab. Die Erfahrungen der vergangenen Hochwasser spielen darin eine wichtige Rolle. Wir nehmen das ernst. Also in ganz einfachen Grund, da hatten 99 schon so ein Ding. Dann wurden wir ausgelocht, was wir eingeleitet hatten. Und 2002 hat uns was Besseres belehrt. Also wir nehmen das ernst. Wir sind ab der Hochwasserstufe 2 einsatzbereit. Achtung, Achtung! Hier spricht der Oberbürgermeister der Stadt Flöa. Für das Stadtgebiet wurde die Hochwasserstufe 3 ausgerufen. Es ist weiter mit steigenden Pegeln zu rechnen. Bitte beachten Sie die Hinweise in Presse, Rundfunk, Internet und gegebenenfalls weitere Lautsprecherdurchsagen. Die Feuerwehr Flöa bezieht bei Hochwassergefahr ihre Einsatzzentrale. Von hier aus wird nun die Gefahrenabwehr koordiniert. Der Regen wird stärker. Die ersten Gewässer schwellen an. Nun heißt es angespannt warten, wie sich das Hochwasser entwickelt. Das Regengebiet hängt über Dresden und dem Erzgebirge und lässt es seit beinahe 24 Stunden ununterbrochen regnen. Es ist ein typisches Muster für die gefürchtete 5B-Wetterlage, die Extremniederschläge aus dem Mittelmeerraum zu uns bringt. Im Landeshochwasserzentrum sind wegen der Hochwassergefahr zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz. Ununterbrochen laufen aktuelle Daten ein, die bearbeitet und interpretiert werden müssen. Die DWD-Wettervorhersagen hören im Prinzip auf
Und ab dem Moment, wo das Wasser auf den Boden auftrifft, auf die Erde auftrifft, sind wir dafür zuständig. Und das müssen wir mit Pegeln messen im Einzugsgebiet. Das ist sozusagen eine Ist-Zustandserfassung. Daraus kann man dann Prognosen ableiten, wie sich der Wasserstand in den Gewässern entwickeln wird. Die sächsischen Hochwasserpegelmessstellen sind unverzichtbar. Sie arbeiten autonom und übermitteln die Pegelstände alle 15 Minuten automatisch ans Landeshochwasserzentrum. Zusätzlich werden immer noch ehrenamtliche Pegelbeobachter wie Erich Kieslich gebraucht. Die Pegel arbeiten redundant, das heißt, sie geben die aus verschiedenen Messmethoden gewonnenen Daten auf getrennten Wegen ans Landeshochwasserzentrum weiter. Das macht den Überwachungsprozess sicherer. Kein Gewässer im Freistaat bleibt unbeobachtet. Ein Netz von insgesamt 103 Pegeln wird ständig vom Landeshochwasserzentrum überwacht. Hier werden Rechenmodelle mit den aktuellen Pegelständen und den erwarteten Niederschlagsmengen gefüttert, um die Pegelstände möglichst genau vorhersagen zu können. Die Naturprozesse nachzubilden geht eben mit Modellen immer besser, weil auch die Wissenschaft dort voranschreitet. Heute benutzt man natürlich moderne Computer dazu und da werden die Modelle dann auch immer nachgeführt. Und das ist einfach ein gutes Hilfsmittel, um einfach auch schnell vorherzusagen und relativ genau vorherzusagen. Auf die Prognosen der Landeshochwasserzentrale warten Betroffene, warten Entscheidungsträger und nicht zuletzt zahlreiche Medien. Von der Landeshochwasserzentrale bekommen sie Informationen aus erster Hand. Gerade bei Hochwasserereignissen gibt es ein Wettrennen zwischen den Medien um die neuesten Zahlen und Prognosen. Aber die Analyse des Hochwasserereignisses von der Flut 2002 hatten als ein ganz wichtiges Ergebnis, dass es nur eine Stimme, nur einen zentralen Ansprechpartner geben kann, der autorisiert und kompetent Aussagen treffen kann zur Situation in den Hochwassergebieten. Und das ist seit dieser Zeit das Landeshochwasserzentrum, das seinen Sitz in Dresden in Klotzsche hat. Trotz aller Professionalität, die Vorwarnzeiten an den Gebirgsflüssen sind sehr kurz. Die Menschen waren 2002 nahezu unvorbereitet. An der Müglitz beispielsweise sind es nur rund 6 Stunden. Die Vorwarnzeit im Gebirge ist ganz einfach so kurz, weil wir als Hydrologen nicht in der Lage sind, bei kleinen Einzugsgebieten, also so kleiner 200 Quadratkilometer, entsprechende Vorhersagen zu machen. Bei größeren Flüssen, die sind also träger, da fließt das Wasser auch viel langsamer und man kann es vor allen Dingen auch viel besser berechnen. So konnten sich die Menschen an der Elbe 2002 bedeutend länger auf die Fluten einstellen. Bei der Elbe ist es also so, dass wir aufgrund der guten Vorhersagen, die unsere tschechischen Kollegen mittlerweile machen, für den Pegel Dresden bis zu 60 Stunden abschätzen können, 48 Stunden eigentlich gut vorhersagen können. Und für den Pegel Torgau sind das dann schon 80 Stunden, die den Leuten dann Zeit bleibt, auch entsprechende Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Gefahrensituationen werden mit Alarmstufen gekennzeichnet, nach denen zum Beispiel die Wasserwehren der Kommunen konkrete Handlungsanweisungen ableiten können. Alarmstufe 1, ab nun wird regelmäßig gemeldet. Alarmstufe 2 bedeutet Kontrolldienst. Bei Alarmstufe 3 wird ein regelmäßiger Wachdienst eingerichtet. Bei Alarmstufe 4 steht die Hochwasserabwehr im Vordergrund. Bei Alarmstufe 1 treten Gewässer über die Ufer, überfluten zum Beispiel in Dresden den Elberadweg. Bei Alarmstufe 1 sollte man sich gedanklich mit dem Ernstfall auseinandersetzen, sich klar werden, wo sich Taschenlampe, Batterien, ein persönlicher Notfallplan und wichtige Dokumente befinden. Der Bürger sollte da nicht in Hektik verfallen, weil die Alarmstufe 1 für uns eine Art Vorwarnstufe ist, wo also ein Hochwasser beginnt. Er sollte natürlich auf die meteorologische Lage achten und auch darauf achten, was hier das Haus verlässt, an Meldungen, an Vorhersagen, so dass er sich darauf einrichten kann. Er sollte natürlich auch zu Hause mal nachprüfen, ob er seine ganzen Materialien hat, ob er seine Papiere irgendwo sichergestellt hat und ob er einen Plan hat, wie er dann mit umgeht, wenn das Hochwasser schlimmer wird. Bei Alarmstufe 2 werden Behörden aktiv. Im Landeshochwasserzentrum wird ein Beobachtungsdienst eingerichtet. Erste Straßen werden überschwemmt. Die Alarmstufe 2 heißt erstmal, das Gewässer ufert schon aus an manchen Stellen. Das heißt, es wird also ein Kontrolldienst von amtlicher Seite eingerichtet. Bedeutet natürlich auch für den Bürger, wenn er in einem gefährdeten Gebiet wohnt, er sollte schon am Gewässer immer mal nachschauen. Aber Alarmstufe 2 ist noch nichts Gefährliches.
Alarmstufe 3 erkennen die Dresdner daran, dass das Terrassenufer überflutet ist. Auch anderswo sind jetzt überörtliche Straßen überschwemmt. Feuerwehren bereiten die Gefahrenabwehr vor. Die Behörden haben jetzt einen Wachdienst eingerichtet. Der Bürger muss sich ganz einfach informieren. Er sollte natürlich auch wissen, wie sein Grundstück selbst betroffen sein könnte. Das kann also sein, dass er bei Alarmstufe 3 durchaus schon betroffen wird von Überschwemmungen. Alarmstufe 4 ist der Katastrophenfall. Gekennzeichnet durch die Überschwemmung bebauter Gebiete mit der Gefahr von Deichbrüchen, der Gefahr für Leib und Leben und mit sehr hohen materiellen Schäden. Alarmstufe 4 heißt Hochwasserabwehr. Das bedeutet also im Prinzip, dass Leib und Leben in Gefahr sind. Dort sollte der Bürger also sich nach Möglichkeit, wenn er gefährdet ist, in Sicherheit bringen. Er sollte natürlich auf die offiziellen Behörden hören. Er soll natürlich Schutzmaßnahmen treffen, soweit das noch möglich ist. Und wenn es gar nicht geht, eben wie gesagt, evakuieren. Beim Jahrhunderthochwasser 2002 stürzte an einem Augusttag so viel Wasser vom Himmel wie sonst in einem halben Jahr. Durch die Flut kamen in Sachsen 21 Menschen ums Leben. Der materielle Schaden betrug 6 Milliarden Euro. Die Flüsse ziehen sich in ihr Flussbett zurück. In Wesenstein an der Müglitz blieben 2002 Trümmerlandschaften wie nach einem Krieg übrig. Einsatzende für die Freiwillige Feuerwehr Flöha. Diesmal kam es nicht so schlimm wie befürchtet, doch wer weiß, vielleicht schon beim nächsten Mal. Man bleibt jedenfalls wachsam. Nach einem Hochwasser hört die Arbeit für das Landeshochwasserzentrum nicht auf. Im Gegenteil, das Ereignis muss nachbewältigt werden. Beispielsweise müssen die Berechnungsmodelle, mit denen die Vorhersagen erstellt, im Anschluss auch gepflegt werden. Jedes Ereignis ist anders, das wird also auch jeder merken. Deswegen müssen die Modelle auch nachparametriert werden, nachgeeicht werden. Und mit jedem Ereignis lernt natürlich auch so ein Modell. Deswegen müssen die Modelle immer fortentwickelt werden. Nach dem Hochwasser müssen die Experten vor Ort an die Gewässer. Durch Hochwasser können sich Lauf und Querschnitt der Flüsse ändern. Dadurch ändern sich auch Rückhalteflächen und Fließgeschwindigkeit. Dies wiederum beeinflusst die Abflussmenge des Wassers. Und in Nicht-Hochwasserzeiten braucht man die Informationen, um die Berechnungsmodelle zu eichen und zu kalibrieren. Weil ja auch ständig Veränderungen an den Gewässern auftreten und man muss das sozusagen auch ständig messtechnisch überwachen, um immer richtige Modelle zu haben, die dann auch möglichst genaue Informationen gerade im Hochwasserfall liefern können. Das Landeshochwasserzentrum berät auch andere Institutionen, wie etwa die Landestalsperrenverwaltung. Hilft ihr, mögliche Gefahrenpunkte für Hochwasser zu lokalisieren und gegebenenfalls mit baulichen Maßnahmen zu entschärfen. Nicht nur staatliche Stellen sind für Gefahrenabwehr zuständig. Gefordert ist jeder Flussanwohner selbst. Hier an der Elbe in Dresden-Laubegast lebt Bernd Fricke. Bei der Jahrhundertflut versank auch sein Anwesen. Er lässt sich seitdem per Fax vom Landeshochwasserzentrum vor Gefahren warnen. Sobald Alarmstufe 2 ausgerufen wird, zieht er seinen persönlichen Maßnahmeplan aus dem Schrank und beginnt ihn abzuarbeiten. Nie wieder will er unvorbereitet in die Katastrophe schlittern. Wenn man ein Hochwasserereignis mitgemacht hat, dann ist es einem zunächst noch alles geläufig und man sagt sich hinterher, hätte ich an dieses oder an jenes oder sonst noch irgendetwas gedacht. Und wenn man das zeitnah sich dann aufschreibt, was man einmal getan hat und was man hätte eigentlich noch zusätzlich tun müssen, dann ist es die Hilfe für das nächste Mal. Ganz oben auf seinem Maßnahmeplan, die Kellerfenster mit vorbereiteten Platten abzudichten. 2 bis 3 Stunden sind dafür eingeplant. Der Keller des alten Hauses bleibt absichtlich leer, denn wir müssen ganz gezielt fluten. Und wir fluten eben mit dem aufsteigenden, sehr, sehr sauberen Wasser, das ist kristallklar, und achten darauf, dass von draußen kein schmutziges Elbwasser eindringt. Bernd Fricke hat ein ganzes Lager voller Saugpumpen, die bei Hochwasser dringend benötigt werden. Dennoch, für den Ausbau der Heizung, der bei 8 Meter Pegel ansteht, braucht er Hilfe. Genauso wie für die Küche im Erdgeschoss. Der Maßnahmenplan ab 7 Meter, das ist dort die Schwelle, 7,50 Meter ungefähr an dieser Höhe, sieht vor, dass wir diesen Raum komplett räumen.
Das Wesentliche ist das Ausbauen der Küche. Dafür haben wir einen Vertrag mit einem Küchencenter, das professionell die Leitung dann auch schließt und die Küche muss nach oben geschafft werden. Bernd Frigge weiß, dass er seinen Maßnahmeplan nur abarbeiten kann, weil er an der Elbe genügend Zeit hat. An den kleineren Gebirgsflüssen haben es die Menschen schwerer. Wenn ich mich in diese Lage der Anwohner dort versetze, dann würde ich sagen, dann hätten wir ganz, ganz schlechte Karten, wenn wir dort wohnen würden. Wir haben also noch gute Bedingungen hier an der Elbe, auch wenn wir mit dem Risiko leben. Wir haben Gott sei Dank diese langen Vorwarnzeiten. Eines sollten alle bedenken. Nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser. Wir müssen vorbereitet sein. Insbesondere die Flussanwohner sollten die kritischen Pegelstände kennen und sich informieren. Ein persönlicher Maßnahmeplan hilft, bei Gefahr einen kühlen Kopf zu bewahren. Das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Es kann schon morgen geschehen, in einem oder auch erst in 20 Jahren.